Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die ich für euch rausgesucht habe, sind Themen Lufthansa ITA. Heute geht's los, Tag 1. Lufthansa ist jetzt offiziell bei der ITA am Start. Dann geht es weiter mit den Freunden von Finnair. Finnair fliegt mit White Body weiter durch Europa mit dem 350. In meinen Augen für Europa ein tolles Produkt. Auch eine deutsche Stadt ist dabei. Dann eine Nachricht von der Katastrophe in Muan, da wo der 737 abgestürzt ist von Jeju Air. Da sind die letzten 4 Minuten nicht aufgezeichnet worden auf dem Cockpit Voice Recorder. Also da ist es natürlich so, da sollte man sich angucken, was da los ist, weil es nicht normal ist. Dann für alle, die schon immer mal mit Flugbegleiterinnen shakern wollten, können das tun. Qatar Airways hat Sama. Sama ist die erste digitale Cabin Crew auf Instagram. Da können wir uns das Ganze mal genauer anschauen. Wir haben dann als letztes Thema ein kontroverses Thema. Das ist übrigens ein Thema, das hatte ich jetzt die letzten Wochen vermehrt. Das Thema Lufthansa First Class. Wie geht es mit Allegris weiter und den Meilen-Tickets bzw. den Upgrades? Und da viele meiner Concierge-Kunden Horn-Circle sind oder zumindest Senator, ist es so, dass da natürlich, ich will nicht sagen Angst, aber doch die Angst umgeht, dass man vielleicht nicht mehr die First Class auf Meilen kann. Gucken wir uns auch nochmal genauer an das Thema, wie Allegris sich da auswirkt. Ihr wisst ja wie immer an dieser Stelle, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen und nochmal danke für alle, die die Live-Sendung gestern gesehen haben. Das war richtig toll, auch wieder mit Mario, also nochmal danke für Mario und an Freddy nochmal der Hinweis, meld dich, dann machen wir die Sendung. Also geht direkt weiter und los. Ihr könnt den Kanal natürlich liken und Mitgliedschaft, Kanalmitgliedschaft und so weiter. Also geht hier großen Schritten los. Wir beschäftigen uns mit dem ersten Thema, das ist die Lufthansa und die ITA. Da ist es so, dass heute Tag Nummer 0, wahrscheinlich 0 ist heute. Die Lufthansa wird halt den ersten Schritt jetzt übernehmen, um die ehemals staatliche ITA, denn Lufthansa ist ja privater Eigentümer, zu übernehmen. Mit 325 Millionen Euro hat man sich 41% von der Bude gesichert. Und man geht jetzt dahin und möchte die 100 Flugzeuge, 5000 Beschäftigte dort dann auch in Führung nehmen und schauen. Das Erste, was natürlich passiert ist in Mailand, die Lounge wird geschlossen. Das ist natürlich dann so ein Thema. Aber das hat andere Gründe. Weiter ist es so, dass man natürlich dann in verschiedenen Schritten bis zu 100% 2033 übernehmen kann. Und es geht jetzt einfach los. Lasst uns mal schauen, was passiert und vor allem, wie lange es dauert, bis Miles & More implementiert werden kann. Und heute ist halt wirklich die erste Aufsichtsratssitzung, in der halt auch der neue Aufsichtsrat, nennt man das, konstituiert wird mit der neuen Eigentümerstruktur. Denn die 5-köpfige Mannschaft, die dort ist, wird jetzt quasi neu gewählt. Und der Chefposten ist der Lufthansa-Stratege Jörg Eberhard. Und da er halt wirklich mehr als 7 Jahre schon aus Verona die Air Dolomiti, also eine Lufthansa 100% Tochter in Italien übrigens, gemanagt hat, kennt er sich da aus und ist da auch der richtige Mann. Und ich hoffe, dass er auch die Herzen der Italiener erreicht und gucken, dass wir da das 6. Drehkreuz Rom schön integrieren. Ja, ihr könnt ja dazu schreiben, was ihr davon denkt. Ich will da jetzt keine Frage des Tages zu machen, weil da haben wir ja schon genug gehabt. Weiter geht es dann mit dem Thema Finnair. Finnair macht Schlagzeilen, einmal aus guten Gründen, einmal aus schlechten Gründen. Eine Sache ist, dass ein Regierungsmitglied, ein finnisches, auf dem Flug von Helsinki nach Bangkok durch Alkoholkonsum ausfällig geworden ist und auch entfernt worden ist. Aber das ist halt ein anderes Thema. Also gibt es auch hier in den finnischen Medien dazu viel Information. Aber man sieht, Finnair geht auch gegen Leute radikal vor, egal wer sie sind, Parlamentsmitglieder und so weiter. Er ist aber einen Tag später geflogen. Ich hätte eigentlich erwartet, er wäre blacklisted worden. Aber das ist auch dann leider nicht der Fall gewesen. Die frohe Kunde und die frohe Nachricht ist, Finnair fliegt ja mit 350ern
auch europäische Strecken an. Und das ist ja immer das, was wir als Widebody-Freunde gerade beim 350 mögen. London wird angeflogen, aber auch weiterhin München. Und da wird es auch in 2025 wieder Flüge geben, nicht nur wie es vor 2023 war es ja, dass man nach Frankfurt geflogen ist wegen der Wetlease-Geschichte für die Eurowings. Und jetzt ist es so, dass man in diesen Air-Lounge-Sitzen dann fliegen kann im Sommer, ab März sogar schon, dann ist ja der Sommerflugplan aktiv. Da gibt es dann mit der One World Airlines die Flüge. Wichtig ist, dass man weiß, welcher Flug das ist. Das ist der Flug AY 1401, 1402, 8 Uhr ab Helsinki, um 9.35 Uhr in München. Und dann von München geht es um 11.20 Uhr zurück, dann ist man wieder in Helsinki um 14.45 Uhr. Und zwar an den Wochentagen Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag. Dann fragt ihr euch, warum machen die das? Und zwar ist so, dass dieser 2,5 Stunden lange Flug und der London-Flug, den gibt es ja auch noch, dazu da ist, weil die Maschine einfach benutzt wird. Es ist halt billiger, den Flug durchzuführen für die Finnair, zumal man gerade auch Maschinen braucht, händeringend auf solchen High-Density-Strecken, was natürlich jetzt nicht so High-Density ist, aber Cargo auch ist, kann man halt die Flugzeuge dann benutzen. Und gerade in der Business Class, wenn man da mit Avios fliegen möchte, das sind 18.000 Avios und 66 Euro. Also insofern ist das natürlich interessant. Und ich bin mal gespannt, wie ihr den Sitz findet. Ich persönlich habe mich mit dem Sitz jetzt nicht angefreundet, aber ich habe mich arrangiert, weil das halt mein Sitz ist, um nach Los Angeles zu kommen. Alleine dieses Jahr fliege ich 4-mal geplant mittlerweile nach Los Angeles. Kann auch noch mehr werden und dann auch noch Miami aufgrund der Kreditkartengeschichten, die wir machen. Heißt also, dass es da natürlich viel Freude gibt. Und eine Sache ist natürlich Wasser im Wein, dass es gerade natürlich bei solchen Widebody-Strecken immer natürlich dann auch so Changes geben kann. Also das sind dann die, wenn irgendwas passiert, sind die Flüge, die als erstes gestrichen werden. Und gerade auch London, da ist es mir selber passiert, da war ein 350er und dann saß du auf einmal im 321er und dann war das natürlich mit der Business Class blöd. Auf jeden Fall ist es so, dass man dort natürlich dann immer mit solchen Sachen rechnen muss. Ihr könnt ja hier gerne antworten, was ihr dazu denkt und wie ihr dazu steht. Wir haben ein Thema heute, was etwas schwieriger ist. Und zwar ist das der Absturz von Jeju Air in Muan. Und zwar ist es so, dass man dort die Blackboxes gefunden hat, aber festgestellt hat, dass die letzten 4 Minuten fehlen. Und der Flight Data Recorder und der Flight Voice Recorder haben bei der 7C2216 keine Daten aufgezeichnet. Und das ist natürlich ein Problem. Man muss natürlich gucken, dass was dort passiert ist, weil die Passagiere, 150 Stück plus 6 Besatzungsmitglieder, die ja aus dem thailändischen Urlaub zurückgekehrt sind, natürlich auch verdient haben, dass man weiß, warum sie abgestürzt sind und was da passiert ist. Aber bei der Landung gab es halt Probleme, für die das nicht wissen. 5 Minuten vorher gab es halt eine Landing Clearance. Und dann hat die Crew um 8:59 einen Bird Strike gemeldet und damit dann auch einen Notfall deklariert, hat also Mayday, Mayday, Mayday gemacht. Und dann ist die Jeju Air durchgestartet, landet dann aus der entgegengesetzten Richtung, aber quasi ohne Fahrwerk und ist dann ungebremst über die Piste entlang gekracht. Und zwar, darf nicht sagen in eine Mauer, sondern in den Wall. So, und um zu erfahren, was halt wirklich passiert ist, ist so ein FDR oder FVR ganz, ganz wichtig. Aber ich bin mal gespannt, was da passiert. Denn wenn man überlegt, dass da gar nichts passiert ist, ist das so, dass die südkoreanische Aviation and Railroad Accident Investigation Board da gesagt hat, dass beide Teile der Mailbox halt genau davor gestoppt haben. Und das ist natürlich dann ein Problem. Und da kann auch die Batterie nicht alle gewesen sein, weil normalerweise gibt es eine Reservebatterie. Und natürlich sollte die auch Feuer und so weiter standhalten. Also das ist so, dass die Blackbox, die ja eigentlich orange ist, nur so als Randbemerkung, da
was hätte bringen können. Aber es ist so, dass natürlich da jetzt ein Problem dasteht, weil man dann jetzt auf anderem Wege die Daten bekommen muss und gucken muss, was da los ist und was da passiert ist. Also nur das als Hinweis. Wir gehen weiter mit dem Thema Nummer 4, wenn ich richtig gerechnet habe, und das ist Qatar Airways. Und Qatar Airways hat eine, soll man das sagen, ist das KI, künstliche Intelligenz, oder wenn man Englisch sagt, Artificial Intelligence AI. Man hat jetzt die erste digitale Kabinencrew, die auf Insta unterwegs ist, und Sama. Und ja, sie ist KI gesteuert. Und zwar ist das The World's First AI-Powered Digital Human Cabin Crew. Und sie hat auch einen Instagram-Account, @SamaOnTheMove. Und Sama gibt uns Reisetipps, aber auch persönliche Stories und natürlich auch Werbung für die 170 Destinationen. Sie nennt es Insights. Und ich bin mal gespannt, ob diese Informationen, die ja auch mit einer, nennen wir es einfach mal, menschlichen Connection, Verbindung gegeben werden. Ich bin mal gespannt, was da passiert ist. Sama wurde ja schon auf der ITB 2024 dort gelauncht. Aber jetzt ist es halt wirklich so, dass sie einen Kanal hat, um da halt wirklich auch nochmal uns behind the scenes zu nehmen. Also wer von euch Cabin Crew mag und wer da Bedarf hat, kann da gerne sich austoben, will ich es mal nennen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich mit solchen artificial Sachen austoben möchte. Ihr könnt das gerne beantworten. Das letzte Thema, was auch das kontroverseste Thema ist heute, das ist das Thema Lufthansa First Class Allegris Quo Vadis. Und da muss man jetzt der Ehrlichkeit halber sagen, ist es wirklich so, dass die Angst von Horn Circle und Senatoren, wenn ich mit Leuten spreche und wenn ich da so Calls habe, die dann sagen, ja, lohnt sich das überhaupt noch bei Lufthansa zu sammeln, wenn ich nicht in die First Class komme? Weil die First Class ist ja diese Karotte, wo man sagt, ja, dafür sammle ich, da will ich mal in der First Class sitzen und nutze meine Upgrade-Voucher oder meine Meilen. Und da ist es halt aber so, dass man natürlich jetzt im Moment die Sitze nur auf Einladung bekommen kann im Moment. Also ihr könnt sie nicht richtig buchen. Und dann sind sie zwar buchbar Ende Januar, aber im Moment ist es halt so, und da haben ja die Freunde von Your Travel TV ein schönes Video gemacht, könnt ihr euch anschauen. Da ist es halt so, dass man jetzt natürlich ein Problem hat, denn ab dem 27. Januar können diese nur per Cash-Ticket erworben werden. Es gibt keine Meilen-Tickets. Das ist einfach so, dass das vielleicht in der Zukunft auch so bleibt. Und wenn man jetzt mal, warum man das Ganze angucken sollte, warum das so ist, ist ja auch logisch. Es gibt 4 oder nur 2, also eigentlich gibt es nur 3 Sitze, 3, irgendwas, so 2. Weil ich finde den Mittelsitzplatz, die man ja auch Suite nennt, damit das halt so exklusiver gilt, hat Platz für 2 Personen, hat aber kein Fenster. Und gerade ohne Fenster ist ja für mich der Reiz der First Class fast schon wieder weg oder des Fluges weg, weil ich jetzt gerne am Fenster gucke raus und lass die Seele baumeln. Und das ist halt wirklich bei der Allegris jetzt das Problem, dass man natürlich dort mit den Flugzeugen, die nur diese 3, irgendwas Sitze haben, maximal 4 Passagiere hat oder nur 3. Interessant ist ja auch, dass der fenstersitzlose Platz für 2.900 € zusätzlich für Paare gebucht werden kann. Und man muss telefonisch buchen. Ich weiß aber nicht, ob man ein Paar sein muss. Ich finde das etwas interessant, wie das dort funktioniert. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, also ich glaube, das wäre vom Platz her, da wäre ich mal gespannt, was ihr dazu denkt. Aber auf jeden Fall ist es so, dass man mit diesen maximal 4 Sitzen, wenn man die auf Meilen vergibt, ob man da auch den Leuten überhaupt einen Gefallen mit tut. Jetzt überlegt mal, ihr sitzt in der Business Class als Horn und sagt, hey, hurra, ihr seid upgegradet worden. Will man das? Braucht man das? Ist das etwas, was toll ist? Und das ist so halt die andere Sache, denn die Mittelsuite hat ja natürlich so gewisse Maßstäbe, man sagt Doppelbett und so weiter. Man hat ja auf den Fernseher an der Seite verzichtet, der halt dort emuliert, dass es dort ein Fenster gibt wie bei Emirates. Und jetzt ist es so, dass diese Upgrades in die First Class
halt vielleicht auch ein Downgrade sind. Also für mich ist das fast schon vergleichbar mit dem Thema Business Class Upgrade auf europäischen Strecken. Stell dir mal vor, du sitzt in der Exit Row, bist da glücklich, bist zufrieden, hast deinen Gangplatz, also zumindest ich. Und dann werde ich auf 2F gesetzt oder 4A. Und das sind für mich dann Sitze, die Todesstrafe sind. Also ich finde die nicht bequem, deshalb verzichte ich bei solchen Dingen auf das Upgrade. Und da können wir natürlich mal gucken, ob man da jetzt dem Trend folgt und sagt, ja, wir machen das wie die Swiss, man kann da zumindest nur noch mit Senator was werden oder Horn Circle. Oder bei den Franzosen gibt es das ja auch, dass das nur noch mit Status geht. Also das wäre natürlich dann eine interessante Sache. Und interessant ist halt auch, was dann mit diesen Türen als Lappen bleibt, ob die von euch von der Innenseite angesehen werden können oder nicht. Und ich bin mal gespannt, was da passiert, ob das eine Enttäuschung ist. Ist das eine Enttäuschung, dass ihr das nicht fliegen könnt? Deshalb die Fragen des Tages. Was ist eure Vermutung, wie es mit der Lufthansa First of Meilen weitergeht? Werden auch die Horn Circle vom First Class Upgrade oder Meilenticket abgeschnitten? Und da muss man natürlich sagen, ist das etwas, was halt der First Class geschuldet ist, weil sie halt nicht so oft mehr gezahlt gebucht wird? Oder ist es so, dass man das jetzt über die Einführungsphase nur so macht? Und ich bin mal gespannt, wie das auch mit der First Class und so weiter weitergeht bei den 380er, ob man das nur bei Allegris dann einführt oder ob das grundsätzlich eine Geschichte ist, dass man die nicht bekommt. Also heißt, was Lufthansa jetzt braucht, ist, dass wir dort von der Lufthansa einen Hinweis brauchen, ob das so passiert und ob das wirklich so ein natürliches Gesetz ist, dass man in der Allegris jetzt keine Meilentickets bekommt. Und die Business Suite kann man ja mit Upgrade-Vouchern buchen, ja, was natürlich interessant ist, denn man muss natürlich gucken, ob das auch wieder so eine Statusreduzierung ist, etwas, wo man uns Vorteile vom Status wegnimmt. Ich bin mal gespannt, ob es da diesen Weg dann der permanenten, ich sag jetzt mal, Traube, Karotte, die man hängt, macht und sagt, kannst du mit Geld rein? Oder ob man sagt, Senator oder Horn Circle, damit kannst du das weiter bekommen. Und da bin ich mal gespannt. Und vielleicht ist es ja auch so, dass dieser Mittelsitzplatz priorisiert von Meilentickets vergeben wird, weil ich auch glaube, das ist der Sitz, der am wenigsten attraktiv ist für die Leute. Und da bin ich mal gespannt, ob man dort was macht. Denn viele Leute sind ja auch mit der Lufthansa unhappy. Denn es ist halt so, dass die Leute sagen, dass die Allegris ja auch kein Produkt ist, was den Wettbewerbern irgendwie das Wasser reichen kann. Denn die Sitzfunktionen sind ja teilweise nicht mehr alle nutzbar, weil sie nicht funktionieren, weil sie kaputt sind schon und solche Sachen. Also das heißt, dass man dann schauen kann, was man mit Passagieren macht, die übrigens auf der First Class fliegen, dass die sich dann kein First Class Ticket buchen können. Das wäre ja auch die nächste Sache, dass man das so macht wie zum Beispiel bei der Lounge von Air France, die ja sagen, hey, um in die Lounge zu kommen, käuflich zu erwerben, muss es so sein, dass du auch ein First Class Ticket mal gekauft hast. Und ich bin mal gespannt. Also ihr könnt ja mal sagen, was ihr dazu denkt, und ich wiederhole hier nochmal die Frage des Tages an dieser Stelle. Und zwar ist die Frage des Tages, was ist eure Vermutung, wie es mit der Lufthansa First of Meilen weitergeht? Werden auch die Horn Circle vom First Class Upgrade oder Meilenticket abgeschnitten? Ihr könnt natürlich auch nochmal Themen für den nächsten Sonntagstalk machen. Gucken wir mal, wann wir Mario oder Freddy wieder dazu kriegen. Dann können wir da auch nochmal Gas geben. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Kommentiert unten schön. Und Kanalmitgliedschaft, dann könnt ihr die Sendung auch schon viel früher sehen. Heute vielleicht sogar schon ab 14 Uhr. Also, danke, bis dann. Ciao, ciao. Und ich muss in meinen nächsten Call. Also, danke euch. Bis dann. Ciao.